Moment, ich will gar nicht zu viel Zeit verlieren. Leute, wir reißen auf. Ich muss den anderen Gurt nehmen. Wir müssen den richtigen Gurt nehmen. Denn Leute, es ist soweit. Wir reißen hier jetzt endlich mit dem GT3 RS auf. Ich will nämlich wirklich nicht zu viel Zeit verlieren. Wir haben nämlich leider nicht allzu viel Zeit, Leute. Und ich meine, uns geht es natürlich ins richtige Autofahren. Denn wir wollen natürlich hier sehen, 992 GT3 RS, wie schnell ist hier das Auto gegenüber den alten 991 GT3 S. Das interessiert mich extrem und von daher, Robert, ich bin ready, Kameras an. Richtig. Und dann Jalla, Abfahrt. Auf Richtig. Geht's. So Leute, jetzt wird es ernst. Wir sind auf der Strecke unterwegs. Wir befinden uns schon im Track-Modus. ESC, wir sind auf Dynamik, fahren wir das Ganze. ESC habe ich mir auf 3 eingestellt. Hier drüben habe ich eigentlich alles, wir stellen hier wirklich alles auf 0. Ja, weil, wie gesagt, ich möchte das Auto erst kennenlernen, ich muss es erst kennenlernen und erst dann kann ich mich wirklich hier ein bisschen rumspielen. Und ich meine, jetzt, am Anfang ist erstmal wichtig, die ersten Erfahrungen hier mit dem neuen GT3 RS zu sammeln. Bis 9000 Touren drehen. Boah, ey, dieser Bremspunkt, Mann. Ey, also allein daran merkst du schon, wie viel später du bremsen kannst gegenüber den alten. Und dann hier die ganze schöne Geschwindigkeit mitnehmen. Allein wie das aussieht, wie der Flügel sich dann da hochstellt. Ey, hier, schau dir das mal an. Was ist das? Alter. Da kannst du ja Geschwindigkeit mitnehmen. Das ist ja abnormal und der Red Bull Ring ist definitiv nicht hier für den GT3 RS gemacht. Definitiv nicht. Der ist normalerweise für eine Rennstrecke mit wirklich engen Kurven, aber allein hier schon dieser Unterschied zum alten GT3 RS, das ist eine komplett andere Welt. Ihr seht geradeaus, nimmt sich das nicht viel, überhaupt nicht. 180, 190, 200, 210, 220, 230, 235. Aber dann, was dann hier mit dem Bremspunkt abgeht, ja, und es Serienbelege, keine Rennbelege, ganz normale Stahlbremse, keine Rennflüssigkeit, das ist abnormal und vor allem die Kurvengeschwindigkeiten hier. Alter! Porsche, was habt ihr mit diesem Auto gemacht? Das ist ja Wahnsinn. Zweite Welle bis 9000 Touren, ey, das ist so krank, das ist so verrückt. Und auch hier wieder bei 120 Metern. Da geht noch mehr, das ist doch echt nicht normal. Da merkst du richtig, wie die Aero hinten arbeitet. Das ist ja brutal. Wie du das hinten merkst, wie stabil der liegt. Leute, was ist das für ein Auto? Das ist unfassbar. Unfassbar, Leute. Okay, einmal kurz langsam, da vorne blinkt es nämlich orange. Was zum Teufel? Also geradeaus, also 0,0 schneller als 991 GT3 ist, 0,0. Natürlich merkst du diesen DRS-Flügel da hinten, ja, definitiv. Aber da, wo es wirklich dann abgeht, ist hier in den Kurven. Kurven, Bremspunkt, die Kurvengeschwindigkeiten, was zum Teufel? Das ist bisher noch gar nichts gewesen, da geht noch so viel mehr. Und Leute, wir fahren mit Cup 2 Reifen, ja? Das ist der perfekte Allrounder für die Rennstrecke. Aber wo du wirklich sagst, wenn du auf Zeitenjagd gehen möchtest, dann musst du hier den Cup 2R draufpacken. Das ist ein riesen Unterschied. Wir haben den Test gemacht beim 991 GT3. Das waren
knappe 2 Sekunden auf einer Strecke, wo so viel geradeaus geht, weil du hier einfach so viel später bremsen kannst und so viel Kurvengeschwindigkeit mitnimmst. Zieht euch das mal rein. Ich gehe jetzt hier hin, ja, einmal kurz reintippen, 3. Gang und jetzt zieht euch das mal rein. Wie das Ding liegt, da ist kein Ende in Sicht. Wie stabil der bleibt. Da, ich bin voll auf dem Gas. Ich kann voll Gas die Geschwindigkeit mitnehmen, hier schön raus. Also das ist doch echt nicht normal. Also ich stelle mir gerade nur vor, wenn hier ein GT2 RS kommen sollte mit 800 PS, ja, was dann allein eben hier geradeaus vorwärts geht, weil nochmal hier, schaut euch das an, 2. Gang, 90 km/h, das geht gut, das ist die perfekte Leistung, aber gar keine Frage, da gibt es andere Autos, die sind deutlich schneller, 200, aber jetzt hier, bei 120 gehe ich in die Bremse rein und dann hier wieder raus und dann nehme ich so viel Geschwindigkeit mit, das ist nicht normal und da hole ich so viel Zeit raus, das ist, ja Leute, das ist das beste Auto, Mann, das ist unfassbar. So, Abkühlrunde, Leute, unfassbar. Mir fehlen die Worte. Ich glaube, Leute, wir sehen uns gleich draußen wieder, weil ihr hört, ich habe jetzt gerade keine Stimme mehr, weil mir einfach die Worte fehlen. Weil ich echt nicht gedacht hätte, dass das so ein extremer Unterschied zum alten, zum 991 GT3 RS ist, was schon eine absolute Waffe ist. Also Robert, schau mal, ich würde mal sagen, das klebt mal richtig. Ist das Kaugummi? Das sind Steine. Das sind Steine, aber da sehen wir mal, Leute, Michelin Pilot Sport Cup 2, wie die Dinger kleben und wie perfekt hier die Reifen mit dem neuen 992 GT3 RS funktionieren. Ich könnte mir keinen anderen und keinen besseren Reifen hier auf dem GT3 RS vorstellen, außer natürlich den Cup 2R, das was wirklich das heftigste mit Straßenzulassung ist. Kommen wir zum Fazit vom neuen 992 GT3 RS. Ich meine, ganz ehrlich Leute, wie zu erwarten, es war abartig im positiven Sinne. Wir stehen jetzt hier hinten, ne? Und das macht wirklich den größten Unterschied in den Kurven. Denn du merkst hier diesen Abtrieb beim neuen GT3 RS sowas von extrem. Das ist nicht nur eigentlich ein Level noch mal mehr gegenüber 991 GT3 RS, was ich eigentlich dachte, sondern wirklich, eigentlich musst du sagen, 2 Levels. Ja? Geradeaus nimmt sich das überhaupt nicht. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, es ist jetzt halt langsamer oder es ist schneller, es ist genau gleich. Gott sei Dank haben wir eben hier das DRS, weil sonst, wenn der Flügel hier die ganze Zeit so wäre, dann wäre er auf jeden Fall langsamer als der alte. Aber dann, wenn es zum Thema Bremspunkte kommt, ja, wo ich extrem verwundert gewesen bin, weil beim 991 GT3 RS habe ich nämlich Rennbelege verbaut und auch Rennflüssigkeit. Jetzt sind wir wirklich mehrere Runden gefahren und es war auch ordentlich warm. Ja? Wir haben 25 Grad und ich konnte wirklich noch mal später bremsen, obwohl wir hier die Serienbelege haben. Und das ist genau, was auch Porsche gesagt hat. Sie haben an der Stahlbremse nochmal deutlich dran gearbeitet. Das ist ja wie gesagt für mich der Grund, wo ich sage, GT3 RS ist für mich die Stahlbremse völlig ausreichend. Jetzt wartet mal ab, wenn da mal Rennbeläge drauf kommen plus Rennflüssigkeit, das bremst einfach genau gleich wie die Keramikbremse. Wir können zwar ein paar Runden nur weniger fahren, aber für mich GT3 RS bleibt einfach immer Stahlbremse, auch wie hier jetzt beim neuen 992 GT3 RS. Das Faszinierendste ist allerdings gewesen, wie das schon zu erwarten gewesen ist. Allerdings hätte ich es mir nicht so krass vorgestellt, ist, was das ganze Thema Kurvengeschwindigkeit angeht. Das ist so heftig und vor allem, wie du hier hinten einfach diesen Abtrieb merkst, diese ganze Balance, die du bei dem Auto hast. Und jetzt haben wir uns noch nicht einmal irgendwas mit Zug- und Druckstufe oder sonstigen Themen eingestellt, Differential, haben wir uns gar nichts eingestellt. Wir haben alles auf Null gelassen. Das Einzige war, dass wir wirklich Traktionskontrolle
auf Dynamik gestellt haben und dann auf -3. Ich meine, wir können uns hier so viel einstellen und es kommt einfach mit der Zeit. Heute war einfach so der Punkt, wo man gesagt hat, wir hatten jetzt die Möglichkeit, dank KTM, dass wir ein paar Runden mit dem GT3 RS fahren konnten. Er war jetzt genau, wurde jetzt genau eingefahren und einfach hier jetzt ein paar Runden, um mal wirklich die ersten Erfahrungen mit dem neuen GT3 RS zu bekommen. Seid auf jeden Fall gespannt, Leute. Da wird einiges noch mit dem Fahrzeug kommen und ich bin mal wirklich gespannt, auch dann mit der Zeit, wenn ich mal irgendwann den Plan habe, ja, was man sich da alles so einstellen kann, was dann da wirklich noch mal mehr geht, weil ich bin jetzt gerade am Ende. Robert, du bist ja wieder nicht mitgefahren. Richtig. Ja? Du bist wieder nicht mitgefahren. Was ist denn da los? Ja, du bist einmal im GTX-R bist du mitgefahren mit mir, ja? Ja, GT2 ging Und da hast du dann die Kamera schon raus, weil ich bin so schön eine 1,38 gefahren, ja? Wohin? Das sind einfach mal 4 Sekunden schneller gewesen, als was ich mit dem alten GT3 RS gefahren bin mit Cup 2, ja? Ich bin mit dem GT3 RS mit dem Cup 2R 1,39 gefahren, ja? Jetzt muss man sich mal überlegen, wenn jetzt da die Cup 2R drauf kommen, also das ist heftig, Leute, wir reden von derselben Leistung, nur diese Aero. Und der Red Bull Ring ist hier für den GT3 überhaupt nicht gemacht, weil wir haben hier so viele Geraden und so viele langgezogene Kurven. Hier wird es richtig spannend, wenn wir genau eben wie Nordschleife oder wirklich andere Strecken mit wirklich engen Kurven, da funktioniert die Aero einfach nur brachial. Ja, Leute, würde ich sagen, machen wir Schluss mit dem Video. Robert, echt schade, dass du nicht mitgefahren bist. Tja, beim nächsten Mal. Ja, das weiß ich noch nicht. Das weiß ich noch nicht, Leute, ob wir das Video posten werden, ne? Weil der Robert, du bringst mich in eine Gefahrenzone. Verstehst Ja. du? Selber schuld. Weil Robert, das ist nämlich dünnes Eis. Ja? Das müssen wir umändern. Und von daher, ja, du lachst nämlich nur. Von daher würde ich sagen, Leute, wir sind raus. Seid gespannt auf, ja, ich weiß noch nicht, ob das Video kommt oder nicht, aber auf jeden Fall, peace out, bis zum nächsten Video wieder.